Löftour von den Yellow Riders ins französische Saint-Hippolyte zum Mittagessen. Im französischen Jura liegt das und ich bin der Willi und erzähle dir, was wir auf dieser Reise im französischen und Schweizer Jura so erlebt haben. Viel Spass! Nachdem wir zu Neuchâtel den Berg aufgefahren sind, sind die ersten paar Kurven durch den Wald Richtung Valangin gekommen und dort haben wir uns ein bisschen warm fahren. Es versteht sich von mir selber, dass wir dort natürlich nicht auf die Schnellstrasse gewechselt haben und per Tunnel auf La Chaux-de-Fonds übergefahren wären, sondern da ist ja der Wüdensalp dazwischen. Kurvig ist es dann hinter La Chaux-de-Fonds geworden, wo wir ins Tal vom Doubs runtergefahren sind. Beim Lac de Biafon haben wir dann eine kleine Rast gemacht, also einen kurzen Aufenthalt, haben die Schönheit von der Natur angeschaut und sind dann weitergefahren Richtung Frankreich. Dort gerade an der Brücke zu ist das ehemalige Zollhaus. Vielfach ist es ja so, wenn es auf der einen Talseite kurvig durchabgeht, geht es auf der anderen Seite auch wieder kurvig durchauf. Auf der Schweizer Seite eher eine etwas engere Kurve, auf der französischen 1-2 enge Kurven, aber die restlichen schöne weite Kurven, wo man auch entsprechend zügig fahren kann. So sind wir dann durch kleinere Dörfer weiter und der nächste Abzweigepunkt ist dann das Mesch gewesen. Bei der Planung dieser Tour war mir dann schon im Voraus recht klar gewesen, dass wir ein bisschen früh in Saint-Hippolyte werden sein, wenn nicht noch zwischendrin ein paar Kurven zu fahren sind. Von Mesch Richtung Westen kann man bis fast an Dessaubre fahren, auf einer recht breiten, kurvigen Strasse, schöne Strecke, und dann hat sich für mich eine vermeintlich wunderbare Strecke mit engeren Kurven angeboten und würde dann ein paar Kilometer hinter Mesch, ein bisschen nordwärts von Mesch, wieder auf die ursprüngliche Strecke führen. So der Plan, der mit der Kurve hat gestimmt, der mit ein bisschen schmaleren Strecke auch, aber schau selber, wie es dann wirklich war. Auf dieser schmalen Strecke in der Nähe vom Doubs-Zufluss Dessaubre
sind wir dann gefahren. Die Strecke war also wirklich sehr wenig befahren gewesen, sehr schmal. Und irgendwann war ein Bauernhof und dort war eine Fahrverbotstafel, die zuerst mal inspiziert werden musste. Glücklicherweise ist das nur eine saisonale Sperre. Wir haben also ganz offiziell durchfahren. Die Strecke hat es also wirklich in sich gehabt. Es war eine recht gut gekiesete Strecke. Stellenweise recht steil, hat Grasnarben in der Mitte gehabt, zum Teil. Und es hat also auch Haarnadeln gehabt, die steil, eng und kiesig waren. Ab der Grotte Varoli ist dann die Strasse wieder recht gut. Dort haben wir auch noch ein paar Töfffahrer gesehen, die uns netterweise vorbeifahren lassen haben. Wir sind weiter Richtung Le Brézeux und dann auf der breiten Strasse, die wir ja bei Mesch verlassen haben, sind wir dann Richtung Saint-Hippolyte und haben uns dort im Restaurant eingefunden zum Mittagessen. Wenn du hierher kommst und es sind nicht ein Haufen anderer Töpfe schon rum, dann ist entweder Winter mit viel Schnee auf der Straße oder du bist irgendwie einfach nicht Saint-Hippolyte. Nach dem Mittagessen sind wir dann wie am Morgen auch von West nach Ost, das mal aber am Du entgegengefahren und haben wunderschöne Strecke angetroffen, zügig zu befahrende Strecke, zum Teil durch den Wald, zum Teil offen. Manchmal sieht man den Fluss zwischendrin, manchmal ein bisschen breiter, manchmal ein bisschen schmäler. Und bei Prémancourt sind wir dann wieder in die Schweiz gekommen. In Saint-Ursanne, dort haben wir dann eine kurze Stadtbesichtigung gemacht
und zwar in beide Richtungen. Weil das Stadttor zu war, haben wir kehren und sind dann aussen rumgefahren. Kurzer Tankstopp, kurze Pause und dann ist die Reise weitergegangen. Kurz vor der Schweizer Grenze hat sich auch noch ein Insekt mit ziemlich Schwung auf die Frontkamera gesetzt und darum ist jetzt eigentlich die Aufnahme häufig in relativ starkem Zoom und manchmal sieht man auch am unteren linken Rand, dass da irgendetwas nicht mehr ganz sauber ist. Vielen Dank dem aufmerksamen Fahrer in seinem wunderschönen MG. Leider hat man nicht immer so viel Glück, dass man so verständnisvolle Fahrer hat. Wissen ja selber, wie das etwa sein kann. Von Saint-Ursanne sind wir über den Hügelzug gefahren, wo der Du die Schlaufe rundherum macht. Wir sind aufs Oben gekommen, dort über den Du, und dann die wunderbare Waldstrecke in den Berg auf, Richtung Les Enfers. Dort sind wir dann nicht Richtung Montfaucon, sondern durch den Wald durch, ein Nebenströssli, und erst bis Saint-Léger ist wieder auf die grössere Strasse eingebogen. Von Saint-Léger sind wir Richtung Süden, über Mont-Soleil auf Saint-Imier runtergekommen. Von Saint-Imier ist es natürlich wieder den Berg aufgegangen Richtung Chasseral. Auf dem Chasseral oben haben wir uns dann verabschiedet und sind zum Teil in Gruppen, zum Teil alleine in unsere Kantone zurückgefahren. Neuchâtel, Fribourg, Bern und Luzern haben wir sogar noch jemanden dabei gehabt. Einmal mehr haben wir bei schönem Herbstwetter können gemeinsam fahren. Durch den französischen und Schweizer Jura ist die gegangen. Und wunderbare Crew haben wir wieder beieinander gehabt. Und hoffentlich können wir bald wieder eine nächste Tour fahren. Ciao zusammen und bis bald.